Hallo, ich bin Ingrid. Ich bin immer noch ganz erschöpft. Mir ist ja gestern was passiert. Ich hätte nie gedacht, wozu ich fähig bin, aber man lernt nie aus. Ich möchte euch unbedingt erzählen, was passiert ist. Mein Pfleger Martin hat gestern eine Lektion gelernt, die er so schnell nicht mehr vergessen wird. Alles fing gestern wie ein normaler Tag an. Martin hat mich wie immer geweckt. Dann ging er in die Küche, um mir was zu essen zu holen. Aber ich bekam nichts, hörte nur diese komischen Geräusche. Und auf diesen Bart war er immer so stolz. Martin war total respektlos. Aber ich hatte Angst vor ihm und deshalb sagte ich nichts. Später wollte ich spazieren gehen. Auf das schöne Wetter hatte ich mich schon lange gefreut. Leider fühlte ich mich gestern recht schwach und brauchte eine Begleitung. Martin sorgte dafür, dass ich gut vorankam. Als er diesen Weg einbog, wusste ich schon, wo es hingehen sollte. Nämlich in diese furchtbare Ecke. Ich sollte mich da immer hinsetzen, damit mich keiner sieht, wenn Martin zwischendurch einfach so abhaut. Dann nahm er mir auch immer meinen Rollator weg, damit ich nicht ausbüchse. Aber heute wollte ich mich wehren. Ich wollte da nicht sitzen, sondern um meinen Rollator kämpfen. Ich hatte keine Chance. Da hatte er mich einfach geschubst und kümmerte sich nicht darum, wie es mir ging, und haute einfach ab. Ich war benommen, aber zum Glück hatte ich einen Stärkungssaft dabei, den ich schon jahrelang in meiner Jackentasche mitschleppte. Jetzt kam er endlich mal zum Einsatz. Aber danach wurde mir ganz heiß. Der Schweiß stand mir auf der Stirn und ich wollte unbedingt ein Taschentuch haben. Und was Kaltes zu trinken wollte ich auch. Ich weiß zwar nicht, was mit mir passiert ist, aber es fühlte sich sehr gut an. Ich musste unbedingt noch mehr ausprobieren.
auch wenn das Aufsehen erregte. Ich wollte mich dann endlich mal über Martin beschweren. Aber komischerweise flog das Messer ran, als ich an Martin dachte. Das musste ein Zeichen sein. Ich dachte, der Tag der Rache war endlich gekommen. Auf einmal dachte ich an diese komischen Horrorfilme, die er immer sah. Und da hatte ich eine Idee. Martin ist zu seinen Biervorräten in den Keller gerannt. Und ich hinterher. Er wusste nicht, dass ich mir diesen Film angesehen habe, als er ihn bei mir vergessen hatte. Und deshalb wollte ich ihn ein bisschen überraschen. Der Keller war etwas anders als sonst. Martin kam der Keller immer merkwürdiger vor. Er wollte unbedingt raus, aber hat sich dann verlaufen. Martin wollte raus aus dem Keller. Aber ob es hier rausging? Hatte er sich vorgestellt, dass er einfach so rauskommt?
Endlich hatte ich Martin da, wo ich ihn haben wollte, und er konnte sich nicht rühren. Ich wollte mich rächen, und zuerst wollte ich seinen widerlichen Bart abrasieren. Aber es klappte nicht. Und da wurde ich wütend. Dann fiel mir aber was ein. Ha, 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 ha. Auf einmal hörte ich ein komisches Geräusch hinter mir. Mir wurde auf einmal ganz schwindelig. Ich bin dann in Ohnmacht gefallen. Als ich wieder aufwachte, sah ich Martin da liegen. Er war auch ohnmächtig geworden. Wahrscheinlich wegen der Rasur. Das Monster war tot. Ich habe dann die Sauerei weggemacht. Danach habe ich uns aus dem Keller nach oben teleportiert. Dann war ich wieder in meinem Zimmer und habe mich erholt. Dieses Durchdrehen im Keller hat mich ganz schön Kraft gekostet. Ein bisschen schäme ich mich ja schon dafür. Und Martin, der hat sich sehr verändert. Und er hat auch auf einmal großen Respekt vor mir. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Aber wird es wohl.